Kennt ihr das auch? Manchmal fühlt sich ein Schritt richtig und auch gleichzeitig total beängstigend an. Und manchmal merkt man erst später, wie wichtig ein erstmal kleiner und unbedeutender Schritt eigentlich wirklich war und was er verändert hat. Genauso geht es heute unseren beiden Schwestern, Sophia und Victoria auch, die wir in dieser Folge bei vielen kleinen und großen lebensverändernden Schritten begleiten werden. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid bei der Disney Parent Challenge, jetzt schon in Generation 5 unserer Encanto-Generation. Und auch wenn unsere liebe Victoria hier rechts im Bild ja die Erbin der Disney Parent Challenge ist und in dieser Generation die Rolle der Julieta angenommen hat, kümmern wir uns heute zu Anfang erstmal ein wenig um ihre Schwester Sophia, um Peppa, denn der geht es erstens gar nicht besonders gut. Sie hat sich ein Leiden eingefangen, sie hat sich angesteckt tatsächlich mit einer Schniefnase. Sie ist ja ein sehr kontaktfreudiger Typ, wie man hier auch schon wieder sieht, und sie muss sich dabei irgendwo angesteckt haben. Aber sie hat sich vor allem gewünscht, das ist nämlich ihr erstes Bucketlist-Ziel, dass sie zusammen aufs Land fahren. Und so machen wir jetzt hier einen kleinen Ausflug. Und Sophia genießt diesen wundervollen Park in Handford und Bagley. Sie wollte ausdrücklich nach Handford und Bagley reisen. Und ich finde es hier auch einfach wunderschön in diesem Park. Und dachte, hier könnten die Schwestern sich doch mal einen schönen Mittwoch machen. Ja, warum können die am Mittwoch hier einfach rumstehen? Beide haben noch keinen Job. Beziehungsweise Victoria hat ihren Stand, hat damit auch ein bisschen die Haushaltskasse aufgebessert und es geht ihr hier richtig gut. Vielleicht probiert Victoria hier hinten mal diese Yogamatten aus. Und währenddessen kümmern wir uns um Sophia, die sich hier schon wieder trefflich unterhält. Sophia braucht auch einen Job. Und ich hatte euch ja gefragt, was vielleicht ein passender Job für Sophia wäre. Und es kamen spannende Antworten. Die liebe Laura hat zum Beispiel geschrieben, Sophia solle doch Astronautin werden, weil sie ja als Peppa das Wetter ändern kann und weil das auch zu ihrem neuen Merkmal, zum Geek passt. Das fand ich einen sehr schönen Ansatz. Aber mir hat auch der Kommentar von Arti richtig gut gefallen, von den virtuellen Pixelträumen, nämlich, dass sich Sophia doch mal mit anderen Sims darüber unterhalten soll, was die so beruflich machen und da vielleicht inspiriert wird von dem einen oder anderen. Und davon abgesehen laufen hier auch schon wieder so ein paar gut aussehende Männer rum. Wir müssen jetzt nicht mehr zwingend jemanden finden, der tollpatschig ist. Das wird ja Victorias neuer Partner. Sondern wir können uns hier einfach mal ein bisschen unterhalten und vielleicht lernt Sophia ja hier auch noch jemanden kennen. So, und Victoria langweilt sich. Er ist schlecht. Wieso ist sie denn schlecht? Du hast gesehen, wie sich ein Sim übergeben hat. Das habe ich ja noch nie gesehen. Dass man das sehen kann und davon angeekelt ist. Ich verstehe, dass man davon angeekelt ist. Du solltest aber eigentlich Yoga machen und jetzt willst du das nicht mehr. Vielleicht probieren wir es mal so. Sophia ist schon wieder voll in ihrem Element, trotz Schniefnase. Und ich würde sagen, wir fragen doch Jeffrey einfach mal. Wir sollten vielleicht auch rausfinden, ob er verheiratet ist, aber mich würde ja erstmal interessieren, was er so arbeitet. Vielleicht kann der uns ja so ein bisschen inspirieren. Er ist Erschaffer von Welten bei der bunten Bücherwelt. Er ist Autor. Und er ist ja schon wieder weg. Und da ist es. Meditative Offenbarung. Victoria mag Wellness. Sie fühlt sich zentriert, ruhig und friedvoll. Das ist perfekt. Ich habe das gerade viel zu aufgeregt gesagt, aber das ist perfekt. Ich freue mich, dass ihr das gefällt und dass sie das später vielleicht auch noch nutzen kann, wenn ihr dann irgendwann mal alles zu viel wird, weil das Haus bald noch voller und bunter und lauter werden wird. Die beiden sind jetzt nochmal hier in die Bar gegangen, um den Abend so ein bisschen ausklingen zu lassen, vielleicht noch ein paar andere Sims zu treffen und vor allem ihre Bedürfnisse wieder auf Vordermann zu bringen. Victoria ist super müde. Ich weiß nicht, ob die als Fee hier irgendwo in einem Blumenkasten schlafen kann oder so. Und Sophia geht es auch weiterhin echt nicht gut. Aber sie wollte 24 Stunden in Handford bleiben.
Und sie soll rausfinden, was diese ganzen Sims hier arbeiten. Kasim ist unabhängiger Berater bei Rainy Day Entertainment. Was ist das für eine Karriere eigentlich? Können wir das sehen? Startup-Unternehmer. Okay. Ja, das wäre ja vielleicht was für Sophia, oder? Okay, er hat einen Ehepartner und José hat auch eine Ehepartnerin und wir wissen aber noch nicht, was er arbeitet. Das will ich noch rausfinden. Okay, ich glaube, das sind jetzt tatsächlich so die Möglichkeiten, die wir haben, ne? Startup-Unternehmerin, das passt so auch zu ihrem geekigen Merkmal. Polizeikadett, das schaffe ich nicht noch. Eine aktive Karriere zusätzlich zur Challenge, das wäre mir echt zu hart, auch wenn diese Generation ein bisschen ruhiger ist. Sie ist Spinnerin, tanzwütig und Geek. Ich meine, sie wäre in so einem Startup schon gut aufgehoben, oder? Wollen wir das machen? Ich fand das mit dem Astronautendasein auch irgendwie cute, weil mit diesem Wetter ändern, das fand ich einfach klasse. Wir fragen mal Peter Hargrove noch, was er arbeitet. Nicht lauft doch nicht immer alle weg, wenn ich euch fragen will, was ihr arbeitet. Ich weiß, dass das eine super unangenehme Frage sein kann, aber ja, du pennst erst mal eine Runde. Ich würde es so gern wissen. Aber ich würde tatsächlich sagen, wir machen das jetzt mit dem Startup. Dann haben wir hier Sims als Kollegen, die wir irgendwie schon ein bisschen kennen. Das ist doch auch sympathisch, oder? Wir fragen Peter noch, was er arbeitet. Und, sagst uns das? Du bist arbeitslos. Ja, deswegen bist du auch so sauer, weil ich das gefragt habe, ne? Okay, sorry. Gut. Ich glaube, Sophia nimmt jetzt ihr Handy und wird sich einen Job in der Technikkarriere suchen. Und wenn wir merken, dass das irgendwie nicht zu Pepper passt, dann suchen wir uns vielleicht was anderes. Aber andererseits, das sehe ich jetzt erst. Ich meine, sie ist jetzt Live-Chat-Beraterin bei Rainy Day Entertainment. Und das habe ich vorhin gemeint. Manchmal merkt man auch erst danach, wie cool es war. Das Ding heißt Rainy Day Entertainment. Passt ja irgendwie auch ein bisschen zu ihrer Fähigkeit. Die beiden sind wieder zu Hause angekommen und Victoria geht's eigentlich ganz gut, bis auf, ja, dass es hier in der Küche irgendwie ein bisschen komisch riecht und eklig ist und man kann aber nicht so richtig erkennen, woher das kommt. Ja, während Sophia oben gerade schläft, Sophia geht's richtig dreckig. Die ist traurig, sie hat irgendwie schon wieder ein anderes Leiden, Emotionsleerung. Und Victoria versucht jetzt irgendwie eine Lösung zu finden, ihre Schwester ein bisschen aufzumuntern. Sie hat jetzt ein paar alte Kräuter noch in ihrem Inventar gefunden, von ihrer Mutter damals, die sie bekommen hat aus dem Garten, und versucht jetzt hier eine Trauerbandlotion herzustellen. Das sieht ein bisschen eklig aus, aber ja, und natürlich brennt's. Natürlich brennt's jetzt auch noch. Ach, ja, sie hat gerade sehr viel Pech. Komm, lösch den Brand bitte. Das Pech hat zugeschlagen. Komm, bitte lösch den Brand. Lösch den Brand. Das sollte jetzt hier keine abendfüllende Sequenz werden eigentlich. Sophia war gar nicht gut drauf, als wir aus Hanford zurückkamen. Aber ich bin schon wieder auf eine neue Idee gekommen, wie ich sie irgendwie aufmuntern konnte. Und ich habe ihr ein kleines Heilmittel gekocht aus den alten Kräutern unserer Mutter. Leider hat unser Herd dabei Feuer gefangen und jetzt muss ich irgendwie eine andere Lösung finden, um an Geld zu kommen. Denn nur durch den Stand, durch neues Essen können wir ja Geld verdienen. Ach Mann, habe ich mir das echt so gut überlegt. Aus den Kräutern aus unserem Garten kann man auch Arzneimittel herstellen. Ich hoffe wirklich, dass ich Sophia damit irgendwie helfen kann und sie morgen allein zu Hause lassen kann, denn es ist Liebestag und ich hatte mir eigentlich was ganz Besonderes dafür vorgenommen. Es ist Love Day, Liebestag, und Victoria hat hier gerade wieder einen Essensverkauf abgeschlossen, denn das gehört ja nun mal zu ihren täglichen Aufgaben und wir müssen irgendwie das Geld für den Herd rankriegen. Deshalb gab es hier auch heute eher Kaltes zu essen, Joghurtparfait und Mokka-Minze-Törtchen, ihre kleine Spezialität. Und es gab auch noch ein Steak-Tartar, das hat ganz gut Geld gebracht. Und ich hatte euch ja in der letzten Folge gefragt, Oskar ist zu Besuch.
Ich hatte euch gefragt, wo die beiden am besten ihr erstes Date verbringen sollen, ob wir hier in Ciudad Enamorada bleiben sollen oder lieber nicht. Und die Mehrheit hat sich tatsächlich für einen anderen Ort ausgesprochen und genau das werden wir jetzt machen. Aber zuerst laden wir ihn gleich mal zu einer romantischen Verabredung ein. Und ich habe mir überlegt, wenn wir nicht in Ciudad Enamorada sind, dann gehen wir doch an den anderen Ort, der so ein bisschen mediterran angehaucht ist, nämlich nach Tortosa. Da gibt es ein wundervolles, hübsches Café. Guck doch mal. Ich finde, das ist der perfekte Ort für ein erstes Date. Und ja, vielleicht sprechen wir mit Nathaniel gleich mal drüber, wie er das hier so findet. Es regnet ein bisschen, aber was soll's. Oder wir sprechen erstmal tiefgründig drüber. Er sucht schon einen Platz, oder wo geht er hin? Auf Toilette? Was ist hier unten? Ah, guck mal, hier unten sind die Toiletten. Ah, es ist hübsch gemacht. Die beiden haben jetzt endlich einen Platz gefunden und sollten sich jetzt hier endlich mal ein bisschen näher kennenlernen. Wir können sogar schon beste Freunde werden. Er hat ja erstmal ein Kompliment gemacht. Das läuft nicht schlecht. Wir tratschen mal ein bisschen. Ich glaube, wir haben noch nicht mal seine Nummer, oder wir kennen ihn eigentlich nur vom Stand und von diesem einen Dinner abends, ne? Ja, aber es läuft gut. Guck doch mal. Es war wundervoll, mit dir Zeit zu verbringen. Nathaniel und ich hatten einen richtig schönen Abend. So habe ich mir mein erstes Date immer vorgestellt. Wenn ich schon damals gewusst hätte, dass ich eines Tages am Strand von Tortosa sitze und mich jemand anderem so verbunden fühlen kann. Und alles nur, weil wir uns an meinem Essensstand kennengelernt haben. Ich bin gerade so glücklich. Ich kann gar nicht glauben, dass das wirklich wahr ist. Unser erstes Date war einfach perfekt. Als es dämmerte, sind wir noch gemeinsam zum Strand gegangen, um den Sonnenuntergang anzuschauen. Und dort hatten wir auch die Gelegenheit, noch ein bisschen lokale Köstlichkeiten zu kosten. Das sollte ich unbedingt an meinem Stand ausprobieren. Später wollte mir Nathaniel unbedingt noch den Bootsanleger zeigen. Neugierig bin ich mitgekommen. Ich war ein bisschen unsicher, was genau er mir da zeigen will. Und plötzlich hat er mich tatsächlich geküsst. Oh Mann, ich bin so aufgeregt. Ich habe noch nie solche Gefühle empfunden. Wird jetzt alles irgendwie anders? Wir haben uns doch gerade erst kennengelernt. Ich kann mir gar nicht so richtig vorstellen, wie es jetzt weitergehen wird. Ob er bei uns einziehen wird? Sollte ich ihn das fragen? Oh Mann, erstmal ein Schritt nach dem anderen. Vielleicht sollte ich ihn erstmal fragen, ob wir eine Beziehung eingehen sollten. Ich habe gerade nach den richtigen Worten gesucht und sie einfach nicht gefunden. Ich bin irgendwie viel zu unbegabt für sowas, viel zu höflich. Ich habe Angst, zu schnell vorzupreschen und alles kaputt zu machen. Und dann hat tatsächlich er mir diese Frage gestellt. Ich bin einfach überglücklich. Ist es wirklich wahr oder träume ich einfach nur? Und ist es wirklich richtig oder geht das alles viel zu schnell? Victoria hat beschlossen, es nochmal zu versuchen mit einem Essensverkauf und diesmal nicht nur mit Essen, sondern auch mit Heilmitteln, die sie hergestellt hat. Hier für Emotionslährung, für Schaffensimpuls, alles mögliche, Zwergenköder und auch mit einem insektenabweisenden Mittel. Ich habe auch die Preiserhöhung etwas nach oben getrieben, dass wir ein bisschen zu Geld kommen. Ich wusste tatsächlich nicht, ob das funktioniert, deswegen ist das hier ein kleines Experiment gewesen. Aber Victoria fühlt sich gerade richtig selbstsicher, sie fühlt sich geliebt, es läuft super mit Nathaniel. Und da kommt er,
Der Mann unserer Träume, er ist auch da und ich hoffe, er unterstützt uns ein bisschen und bringt die Leute dazu, ein bisschen was zu kaufen. Leider gehen die meisten gerade. Ich weiß gar nicht warum. Nate, kannst du, äh, kannst du was kaufen, um zu zeigen, dass es super cool ist? Und er geht auch schon wieder. Ja, ja, das hatte ich jetzt verletzt, das glaube ich dir. Vielleicht sollten wir uns mal wieder mit ihm treffen. Er hatte gerade so ein kleines Flugzeug über dem Kopf. Vielleicht möchte er einen etwas weiteren Ausflug mit Victoria machen. Und sie denkt hier irgendwie nur an ihre kleine eigene Karriere. Aber es läuft doch eigentlich ganz gut. Also die Leute kaufen auch die Heilmittel. Ist doch an sich nicht schlecht. Und es ist auffällig, dass hier wieder hauptsächlich Männer vom Verkaufsstand stehen, ne? So, und jetzt zeigt Nathaniel das aber mal, dass er derjenige ist, dessen Freundin hier dieses super Essen verkauft, ne? Dass sie das zwar für alle verkauft, aber er derjenige ist, der auf jeden Fall immer zum Essen eingeladen wird und sich sicher sein kann, dass sie ihm auch sein absolutes Leibgericht kochen wird. Und er ist auch schon mal reingegangen gerade, wenn ich das richtig gesehen habe. Denn der Essensverkauf ist bald zu Ende. Ich weiß gar nicht, ob sie überhaupt noch was hat. Ich glaube, wir können das hier beenden, ne? Und wir haben 556 Simoleons eingenommen. Das ist super. Und zu Recht gehst du jetzt rein. Habt noch einen schönen Abend, Freunde. Es ist 23 Uhr. Es ist eine super Zeit, um hier Schluss zu machen. Und ein bisschen sich der großen Liebe zu widmen. Und Nathaniel erzählt Victoria jetzt vielleicht doch, dass er schon Interesse hätte, mal wieder mit ihr auf ein Date zu gehen, dass sie jetzt echt viel gearbeitet hat und es ihm vielleicht auch nicht ganz so gut gefällt, dass da ständig so ein Haufen Männer an ihrem Stand rumhängen, dass er sehr gut verstehen kann, dass die alle ihr Essen wollen, aber dass sie ja trotzdem irgendwie noch seine Freundin ist. Und nun kam tatsächlich der Moment, da Nathaniel Victoria fragt, ob die beiden nicht zusammenleben wollen. Und ich hatte das tatsächlich gerade jetzt gar nicht so geplant, aber wenn er das fragt, dann lassen wir ihn natürlich einziehen. Es läuft super zwischen den beiden. Und ja, ich denke, das ist der richtige Zeitpunkt, Victoria, oder? Ja, ja, ich denke, du würdest dich freuen. Alle sind schon wieder total begeistert. Ich meine, es gehört auch einfach dazu, dass sie hier jeden Tag dieses super leckere Essen verkauft und einfach immer besser wird. Der kleine finanzielle Zuschuss von Nathaniel hat uns jetzt hier wirklich gut gefahren und uns ein bisschen aus der Existenzsorge gerissen. Darüber bin ich ganz froh, dass es jetzt so kam. Und Nathaniel ist gerade auch von der Arbeit gekommen. Er ist übrigens Gärtner, ist total fertig. Genau, er ist Pflanzennerd und ist jetzt hier da und muss mal dringend auf Toilette und er ist müde und sieht jetzt hier seine Frau schon wieder am Stand stehen und geht erst mal rein, ist aber gespannt, ob sie sich denn überlegt hat, ob die beiden vielleicht mal den Stand sein lassen und die Gärtnerei und vielleicht einen kleinen Ausflug machen, vielleicht an einen schönen Ort. Aber er ist sich eigentlich sicher, dass er Victoria ziemlich gut klargemacht hat, dass es hier auch um Selfcare geht und dass sie auch ein bisschen auf sich achten sollte. Und wir haben einfach mal über 1200 Simoleons eingenommen mit unserem letzten Essensverkauf.
Ich freue mich echt, dass es so gut läuft. Nathaniel schien es nicht so gut zu gehen, als er von der Arbeit kam. Das tut mir so unfassbar leid. Ich möchte einfach nur, dass er sich besser fühlt. Vielleicht sollte er was essen. Das hat ja sonst immer irgendwie geholfen, wenn ich nicht wusste, was jemandem fehlt. Ich bin einfach so glücklich, dass er jetzt bei uns wohnt und dass ich mich fortlaufend um ihn kümmern kann. Denn er ist tatsächlich ein bisschen unfallträchtig und hat immer mal die eine oder andere kleine Verletzung. Und ich bin sehr froh darüber, dass ich mich in letzter Zeit auch ein bisschen mit Heilkunde auskenne und ihm irgendwie bei all seinen kleinen Wehwehchen helfen kann. Ich bin gerade einfach so glücklich und ich habe ihm vorgeschlagen, dass wir dieses Wochenende mal wieder nach Tartosa fahren. Einfach, weil es damals so schön war, als wir dort das erste Mal waren und weil ich mir so lange nicht mehr freigenommen habe.